So, damit wunderschönen Freitagnachmittag haben wir es, glaube ich. Wir sagen uns mal Hallöchen. Herzlich willkommen. Richtig. Du musst wieder ein bisschen näher ran ans Mikrofon. Wir haben das ja nochmal verbessert, deswegen heißt es, also wir sollten jetzt auch von da aus, wir sollten jetzt lauter sein, wie das letzte Mal. Wir arbeiten ja dran, liebe Leute, und wir sagen erstmal herzlich willkommen zum Findelkind. Bei uns im Schild, Miss Katie ist mit dabei, der Marc ist mit dabei. Und wir warten natürlich, vielleicht kommen die ein oder andere noch mit rein. Was haben wir heute vorbereitet, lieber Toni? Ja, also zuerst werden wir uns nochmal die bisher releaseden Busse anschauen, den Cityliner und den Topclass HDH im Fernbus. Werden dann ein bisschen im Spiel rumfahren und euch nochmal einige interessante Dinge erzählen. Und danach kommen wir auch schon zum Hauptthema, und zwar heute Thema Charaktere in The Bus. Richtig, weil die sind ja nun mittlerweile überfällig. Ich sehe auch gerade den Willi, wie er mit hineinkommt. Lieber Willi, erstmal moin. Grüß dich. Schreibt er moin und Grüße. Das gleiche geht an dich ebenfalls zurück. Schön, dass du mit dabei bist. Der Willi ist übrigens, liebe Leute, einer der Motter, der zum Beispiel die Oberland-Havel-Map baut. Wenn ich das jetzt richtig zusammengesetzt habe, die vielen Worte, die er übrigens sehr, sehr nice macht. Und wir haben uns auch überlegt, lieber Toni, dass wir mal diese ganzen Maps von der Community auch mal bei uns mit auf die Webseite bringen, weil nicht jeder schaut bei Steam in Workshop rein. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Ich meine, das ist schade, wenn es an den ganzen Leuten vorbeigeht, weil wer sich schon mal die ganzen Maps angeschaut hat, zum Beispiel wie eben die Oberhavel, das sind wirklich schon tolle Maps, die sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen. Richtig, weil ich finde ja auch ein bisschen das Wort, sage ich mal, Workshop etwas unglücklich gewählt, zumindest für mich. Ich bin ja einer der älteren Herrschaften, aber ich sag mal so, bei Workshop habe ich eine Werkbank und und einen Schraubstock in Erinnerung. Also da wird hier irgendwas erzählt oder irgendwas gemacht. Ich käme nicht auf die Idee, ganz ehrlich, dass man da auch Mods findet. Also in dem Fall bei uns Maps von Leuten wie vom Willi zum Beispiel, käme ich gar nicht drauf, danach zu schauen, dass es das tatsächlich da gäbe. Deswegen würde ich sagen, dass wir wirklich diese geilen Maps wie vom Willi zum Beispiel dann bei uns mal auf die Webseite mit rüber wuchten und auch mal in die sozialen Medien dann ab und zu mit reinbringen, dass die Leute auch wissen, dass es das überhaupt gibt. Auf jeden Fall, so machen wir das. Das sehe ich auch so. So, also ich habe jetzt schon mal eine Frage, sagt der Marc. Bevor wir loslegen, würde ich sagen, lieber Marc, dann hau in die Tasten rein. Schieß los. Und baller die Frage rein. Wir machen das ja heute so, dass also erstmal der Toni ist sowieso die ganze Zeit jetzt wieder für euch da. Und ich wechsle mich dann mit René ab. Also nach mir kommt der René, weil der René ist ja derjenige, der sich um die Charaktere kümmert in The Bus. Und er kann ja viel, viel mehr dazu sagen, wie wir. Genau so sieht's aus. Das ist also der Sinn, dass wir also dann auch mal Leute für euch dabei haben, die direkt ganzen Tag das zum Beispiel machen. Jannis ist mit dabei. Hallo Jannis, schön, dass du da bist. Und Marc haut immer noch in die Tasten, weil er hat eine Frage und wir warten eigentlich noch auf die Frage. Aber wir können hier schon mal, ich gehe schon mal Richtung Bild für das, was wir jetzt zeigen werden. Das heißt, wir machen erstmal einen kleinen Abstecher Richtung The Bus, Fernbus und dann zu The Bus. Ja, würde ich vorschlagen. So, kann man vielleicht mal irgendwann die Charaktere selbst erstellen. Da René schon auf der Couch sitzt mit einem Tässchen Kaffee, wird er sich das schon mal im Hintergrund mitnehmen. Und lieber Marc, er wird dir dann die Frage beantworten, sofern er ist auch schon älter, es nicht vergisst. Das ist aber so eine Sache. Nein, natürlich, er wird dir dann sagen, wie das Ganze funktioniert. Wir schauen aber jetzt direkt in den Fernbus mal rein, weil den gibt's ja immer noch. Und das ist ja eigentlich, obwohl das Spiel ja schon ein paar Jahre raus ist ja nicht so, dass es aus diesem Stand ist, sondern es wird in der Entwicklung bei uns immer auf den neuesten Stand übergeholfen. Gut, Lumen ist jetzt natürlich nicht drin im Fernbus, das wäre dann was für Fernbus 2. Aber das andere ist alles mit dabei und wir sehen jetzt den ersten Bus oder den ersten Bus und du kannst mal, Toni, loslegen jetzt hier. Ja, auf jeden Fall. Also bevor ich vielleicht einsteige,
ja, die meisten von euch werden es direkt erkennen. Das ist jetzt der Top-Class HDH. Ja, einer unserer 2 letzten Busse, die released wurden, wie man hier sieht. Ich glaube, Ende Januar oder beziehungsweise Anfang Januar diesen Jahres und Ende Dezember hatten wir den Cityliner und den Top-Class HDH released. Und ja, hier sehen wir nochmal den Top-Class HDH und ja, dann steige ich jetzt mal hier ein und dann fahren wir mal los. Richtig. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Sound mit hört, das sind wir etwas überfordert gerade. Ich frage mal, die Regie schüttelt mit dem Kopf. Das heißt, das Motorgeräusch mache jetzt ich mit dem Mund. Natürlich nicht, so ein Blödsinn. Aber wir wollen ja auch vorwiegend den Bus auch mal zeigen. Also, du hättest auch mal durchlaufen können, dass die Leute den auch mal von innen sehen, interieurmäßig. Lieber Toni, vielleicht kannst du das mal machen. Das ist also ein gefleckter Doppeldecker. Genau. Muss ich hier nur noch mal Acht geben wegen der Maus. So. Ja, aber du machst es schon sehr elegant. Ja, zeig uns ein bisschen den Sternenhimmel. Warte, ich habe noch die Single dazu. Ich sehe den Sternenhimmel. Nein, habe ich natürlich nicht. Wir schauen uns aber das Interieur mal an zu diesem Bus, falls das uns irgendwann gelingt. Ja. Jetzt. Ja. So. Ist ja dann doch kein Doppeldecker, oder? Nee. Dass ich mich so super auskenne, Alter. Ich finde das mega geil. Ja. Genau, hier, ich weiß, leider wissen wir jetzt nicht ganz genau, welche Ausstattungsvariante das ist. Es gibt ja mehrere. Ich vermute mal mindestens ja die Business-Variante wegen den Tischen hier hinten. Einige von euch kennen sich da sicherlich noch besser aus, beziehungsweise ja nicht vielleicht die Business-Variante, sondern auch die First-Class-Variante. Es gibt ja 3 verschiedene Varianten mit 3 verschiedenen Längen, beziehungsweise dann beim anderen Bus auch 3 verschiedene Längen mit 2 verschiedenen Ausstattungsvarianten. Und genau, da ist natürlich dann auch, je nachdem, welche Ausstattungsvariante ihr nutzt, der Innenraum auch anders. Genau. Und Marc hatte auch gleich dazu eine Frage, welcher Zop ist das? Dadurch, dass wir das Fußball-DLC auf den aktuellen Stand gebracht haben, lieber Marc, sind wir jetzt in Heidenheim. Heidenheim ist ja in der Bundesliga. Das für die Leute, die sich für Fußball interessieren und ja auch diesen den Mannschaftscoach spielen. Deswegen haben wir gedacht, wir starten einfach mal in Heidenheim, weil das ist ja in der Fernbus-Map mit dazugekommen. Unter anderem auch Bochum etc., weil das gehört nun mal zur Bundesliga mit dazu. Deswegen sind wir heute mal an diesem Zop. Genau, sind Aufsteiger, also zumindest Heidenheim, das weiß ich sicher. Deswegen haben wir sie jetzt auch aktuell zur neuen Saison 24/25 hinzugefügt. Ja, wenn sie weiter so spielen wie aktuell, können wir sie dann nächstes Jahr wieder rausnehmen. Das stimmt allerdings. So. Starten wir das Ganze einmal. Beziehungsweise ich muss erstmal wieder den Gang rausnehmen, logischerweise. Selbe Spiel auch wie letzte Woche in der Bus. Ja, das Findekind sagt, das wäre ein schöner, geiler Stammtisch. Ja, wenn man sich das leisten kann, kann man sich das als Stammtisch gerne mal zulegen. Auch privat ist das wahrscheinlich eine sehr witzige Sache. Brauchst halt nur einen Busführerschein. Aber hier im Spiel brauchst du es halt nicht. Dann kannst du mit dem Ding rumfahren. Also wie gesagt, den gibt es in mehreren Versionen. Und wir haben jetzt diese Version halt gewählt mit diesem Business. Das ist wahrscheinlich Business oder irgend sowas in dieser Preislage. Genau, wie löse ich jetzt hier nochmal die Bremse? Habe ich doch gerade gelöst. Mhm. Und es fährt dann trotzdem nicht. Ja, das Problem habe ich öfter. Hast du auch einen Gang reingemacht und Motor hast du auch an, ja? Ja, der ist an. Ja, also so viel zu der geilen Vorführung. Ich kann uns dazu ein bisschen Tiki-Tak-Musik spielen im Hintergrund. Da habt ihr ein bisschen Sound. Und wie ich das sehe, will der Bus jetzt nicht so fahren, wie er eigentlich fahren soll. XP hilft nochmal an dieser Stelle, ganz kurz. Unser Techniker hier, kennt ihr ja schon von Flashbiz FM selber. Und das Büslein will nicht fahren. Durch den, durch den Mannschaftsbus, liebe Leute, sind also noch
die eine oder andere Stadt hinzugekommen, beziehungsweise sie wurde dann erweitert, damit wir auch das Stadion von der entsprechenden Mannschaft mit einbauen konnten. Sowie die natürlich die Mannschaftsbusse nachempfunden nach der Lackierung, wie sie in Wirklichkeit quasi dann rumfahren. Also sehr lustig ist ja der von Union Berlin, der sieht so ein bisschen aus, nee, oder ich glaube St. Pauli war das, mit Totenkopfmäßig und sowas. Sehr witzig. So, jetzt fahren wir, Alter. Genau, jetzt fahren wir mal los. Bin hier schon direkt auch an der ersten roten Ampel. Mhm. Ja, in Heidenheim, wie wir sehen, ist nicht so viel los, also verkehrsmäßig, oder habt ihr das ein bisschen runtergedreht, weil das ja eine Remote-Verbindung ist? Ich denke mal, das wurde runtergedreht wegen Remote-Verbindung, deswegen hast du jetzt da nicht ganz so viel Verkehr, damit, weil wir haben jetzt hier keinen eigenen Rechner stehen im Tonstudio, sondern wir machen das über Remote und dann müssen wir mal schauen, dass der Remote-Rechner das auch irgendwie schafft. So, ich denke mal, wir haben jetzt schon von dem Bus genug gesehen, oder? Ich denke schon. Ich fahre jetzt einfach mal los. Ja, fahr einfach mal los und dann würden wir uns gerne mal noch einen anderen Bus angucken. Genau, den Cityliner. Ja. Das heißt, wir wechseln jetzt einfach mal rüber zum Cityliner, würde ich sagen, weil es ging ja einfach, wir wollten euch die Busse einfach nochmal zeigen, weil ja auch die Community geschrieben hat, wir hätten ganz gerne mal die Busse gesehen, die wir da als DLC bekommen können. Reinstes Durcheinander. Ich gucke mal in der Zeit zu der Community rüber. Ich sehe gerade, die Lillet ist da. Hallöchen, Lillet. Musiktechnik läuft um diese Uhrzeit ja nicht allzu viel, das weißt du ja. Die Musik gibt es dann wieder ab 19 Uhr heute. Wir zeigen ja jetzt mehr die Produkte, aber da kannst du natürlich, liebe Lillet, auch mal mit, wenn dich da irgendwas interessiert, mit in die Tasten hauen hier. Das ist überhaupt kein Problem. Damit wir den Leuten mal das ein bisschen so rüberbringen können, was wir eigentlich hier so machen und was wir so tun. Der Toni ist jetzt dabei, den nächsten Bus auszusuchen. Ihr seht das, also ihr habt oben diese Leiste, wo man in Fernbus die Busse sich aussuchen kann, mit dem man dann fahren möchte. Und das ist jetzt der nächste, Toni. Genau, wir hatten das gerade verwechselt. Also eben, das war der Cityliner und jetzt schauen wir uns den Top-Class HDA an. Und hier einmal, wie man schon mal sehen kann, ich hatte ja vorhin von den verschiedenen Längen und aber auch Ausstattungsvarianten gesprochen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel Economy. Und wenn wir jetzt mal hier weiterklicken, ist hier Komfort. Also der Top-Class hat eben diese beiden Ausstattungsvarianten in 3 verschiedenen Längen, wie man hier sieht. Also insgesamt sind es 12 verschiedene Modelle, also 12 verschiedene Varianten von dem Top-Class. Es sind... ja, 1 von 12 sind 12 dann. Das sagt die Zahl da oben aus. Ja, das ist so ein bisschen Mathematik jetzt, Toni. Das stimmt, ja, okay. Ja, es ist überhaupt kein Problem. Ja. So, ja, guck mal, der sieht doch nice aus. Lass uns doch mal die Karre nehmen, jetzt die du davor hattest. Ja. Ah, das ist der Top Class S, das ist jetzt nicht der... Ach so, ne, der war aber der nicht. Nee, wir wollen hier nur den neuen haben. Genau, deswegen hatte ich auch gerade so verwirrt geguckt, weil es sind tatsächlich vom Top Class HDH sind 6 verschiedene Ausstattungs... und die wurden dazu gemercht zu dem, die es schon gibt von dem Vorgänger. Genau, es sind nämlich insgesamt 3 verschiedene Längen, 2 verschiedenen Ausstattungsvarianten, 2x3 sind 6, deswegen sind das auch 6. Ja. Also welchen möchtest du jetzt? Ja, der sieht doch wuchtig aus. Lass uns mal das Geschoss nehmen. Okay, dann nehmen wir mal hier lang, drücken wir auf Starten und schauen uns das Ganze mal in-game an. Richtig. So, wir laden für euch. Mit schönster Musik. Na, ich bitte dich. So, jetzt gehen wir aber erstmal drum rum, bevor du einsteigst. Wir zeigen den mal ein bisschen. Ja. Dass man den mal auch gesehen hat. Die Community ist natürlich dann immer gleich dran, dass die dann das Original-Logo noch mit reinmachen. Was ja in dem Fall bei dem leider fehlt. Stimmt. Dafür ist ja auch unter anderem die Community da, dass man genau das dann nochmal optimieren kann.
Aber wir sind natürlich auch hier sehr interessiert dran, dass das in Zukunft anders wird. Man führt dann halt sehr, sehr lange Gespräche mit diesen Herrschaften und man muss die dann erstmal überzeugen, dass wir nichts Böses wollen. Das ist immer so, weil es ist auch nicht jeder, der dafür verantwortlich ist, versteht, wenn man jetzt sagt, das ist für ein Game. Was jetzt genau? Genau. Ja. Ich würde vorschlagen, Tom, wir steigen hier ganz einfach mal ein. Wir fahren auch mal ein Stück, beziehungsweise bevor wir losfahren. Auch nochmal den Innenraum zeigen. Ich sage erstmal zu ATC Bär und zu Lisa Modding schönen guten Nachmittag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und so sieht der Innenraum aus. Oh, die Sitze sind ja sehr nice. Ja. Ja, man hat sich da was überlegt. Ja. Ich gehe davon aus, so sehen die auch im Original aus, sonst würde das alles keinen Sinn machen. Genau. Mit den schönsten Gardinen von Goldkante. Ja, steigen wir mal vorne ein, würde ich sagen, und fahren mal los. Das können wir mal machen, ja. So dass wir das mal gezeigt haben, liebe Leute. Auch hier sind wir wieder in derselben Stadt, Heidenheim. Da starten wir. So. Motorsound, wie gesagt, haben wir nicht durch die Remote-Verbindung, aber es geht ja erstmal darum, dass ihr das einfach mal gesehen habt. Beide Busse in ihren Varianten sind erhältlich seit Dezember und Januar auf Steam und weil die Nachfrage kommt ja immer, wann kommt das auf Konsole? Da haben wir auch mit Aerosoft gesprochen, dass die sich versuchen, das so ein bisschen zu beschleunigen in der Importierung auf die Konsolen, damit das dann auch relativ schnell für die Herrschaften auf der Konsole zur Verfügung steht. Das ist also von uns nicht böse gemeint, wenn das auf dem PC etwas eher kommt wie auf den Konsolen. Für den Bass wollen wir das dann alles anders machen. Das erklären wir aber dann, wenn es soweit ist. So, wir fahren jetzt mit diesem Geschoss auch mal los. Genau. Fahren wir mal los. So, die Türen sind jetzt zu. Und jetzt können wir losfahren. Beziehungsweise, warum fährt er jetzt noch nicht los? Weil er noch da steht. Deswegen fährt er noch nicht los, weil er noch steht. Ja, wir kriegen das aber hin, liebe Leute, weil wir den anderen haben wir ja auch in Bewegung gesetzt. Ja, die Fahrgäste werden dann höchstens maximal etwas ungeduldig und sagen, ich sollte eigentlich schon längst in Hamburg sein oder so. Aber kann natürlich, ja, man sollte sich ja auch nichts überstürzen mit so einem Geschoss, also dass man dann in aller Ruhe dann losfährt. Eventuell. Oh, so, jetzt bewegt sich, jetzt fahren wir los. Ja, wir fahren jetzt los. Wir fahren jetzt los. Und schauen uns das Ganze mal an. Ja. Nimmst die gleiche Kurve, sehe ich gerade. Und wie du sie wieder heute genommen hast. Nee, ich würde jetzt aber mal nach links fahren. Ja, bitte, dann fahr nach links. Ja. So. Warte, ich mach dir noch mal ein bisschen Düdeltanzmusik drunter. So. Damit das so ein bisschen, weißt du. Blitzer gibt's hier ja Gott sei Dank noch nicht. Das weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich eher weniger. Jetzt sind wir hier an der Wendeschleife, das war natürlich nicht so gut. Da habe ich eben links ein Plakat von heute der Flashbass FM Sendung gesehen. Ja. Ist ja heute auch wieder ab 19 Uhr hier auf dem gleichen Twitch-Kanal. Leute, da könnt ihr auch einschalten. Richtig, oder wie immer im Simulator Fernbus Tourismus The Bus. Beziehungsweise zum Beispiel auch auf Brennpunkt Berlin dürfen wir nicht vergessen. Ach nein, die heißt jetzt Berlin Live. Entschuldigung, Danny, falls du gerade zuhörst. Ich verwechsel das immer noch. So, ich denke mal, da haben wir jetzt aber auch genug gezeigt, oder? Ja, genau. Lisa Modding hat hier noch geschrieben, Blitzer gibt es. Ja. Dann hatte ich wahrscheinlich jetzt einfach Glück. Nicht so viele wie in The Bus, keine Frage. Die sind ja eher sporadisch auf dieser riesengroßen Map, aber ja, die gibt es auch.
Ja, und das Finnekind schreibt, die Kurve sehr gut genommen, ... Ich weiß, das ist noch nicht optimal. Richtig. Aber da habt ihr wahrscheinlich auch mehr Spielerfahrung als ich. So, liebe Leute, wir wollten es euch einfach nur noch mal zeigen, dass wir darüber mal gesprochen haben, weil es war ein Wunsch von einigen Herrschaften. Zeigt doch mal die Busse aktuell. Das haben wir damit auch getan, dass wir die einfach mal gezeigt haben. Jetzt seht ihr wieder uns. Das ist sensationell. Das eigentliche Thema, was wir heute noch vorbereitet haben, was durchaus mal interessant ist, ihr wisst ja, unsere Charaktere, wir haben ja die KI gemacht mit den Fahrzeugen schon vor gut 2 Jahren und haben die auf einen neuen Stand gehoben, wo ihr gesagt habt, ey, Alter, das sieht das mal richtig geil aus. Jetzt haben wir uns auf die Fahne geschrieben, die Charaktere zu machen, und unser lieber René sitzt schon seit letztem Jahr dran und versucht, diese Charaktere quasi Leben einzuhauchen, beziehungsweise dass sie letztendlich auch bei uns landen im Spiel. In der ersten Linie erstmal in The Bus. Vielleicht dann später auch mal im Fernbus. Da müssen wir schauen, erstmal für The Bus. Und das ist natürlich eine Geschichte, die kann man durchaus mal zeigen. Wir haben natürlich dann immer noch für euch anschließend Fragerunden, die ihr natürlich gerne stellen könnt zu den Produkten allgemein. Dafür sind wir ja heute hier. Das heißt, ihr könnt dann schreiben, hier reinhämmern. Erstmal sehe ich gerade, Blaulicht ist auch mit dabei. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ich bin schon mal guten Abend. Schönen Nachmittag, lieber Blaulicht-Fan, dass du mit dabei bist. Und wie gesagt, wir waren jetzt bei dem Thema, bei den lustigen Charakteren. Das heißt, wir haben auch dann ein kleines Video, das wir euch auch mal kurz zeigen, wie man Klamotten herstellen kann für diese Charaktere. Das ist nämlich dann auch die Frage schon gewesen vom Marc, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Wird denn ein Modding möglich sein? Zumindest werden wir schon mal zeigen, wie das funktioniert, wenn man jetzt die MetaHuman, für die haben wir uns entschieden von Epic, dass wir diese nehmen, wie man diesem MetaHuman neue Klamotten quasi anziehen kann, weil ich sag mal, das, was Epic aktuell anbietet, ist ja nicht so viel. Ne? Du hast ja 2, 3 Paar Hosen, 2, 3 T-Shirts, dann hast du noch eine Bluse und dann hört es aber auch schon auf. Und was ist eigentlich mit Winter? Wahrscheinlich da, wo Epic ist, gibt es keinen Winter, gehe ich mal von aus. Die sitzen im schönen, glänzenden, leuchtenden Florida. Da scheint immer die Sonne, habe ich so den Eindruck. Da brauchst du keine Winterklamotten. Bei uns sieht das ein bisschen anders aus, wenn die Leute im Winter kurzärmlich rumlaufen. Sicherlich gibt es Herrschaften, die das drauf haben, aber in der Regel eben eher nicht. Da zieht man halt eine Winterjacke an. Und das zeigen wir euch heute auch mal, wie man sowas machen kann. Da kann man schon vor allem noch mal üben, weil das ist nicht ganz so leicht. Wer also sich mal für dieses Modding, was dann später auch vielleicht kommen wird, interessiert, werden wir das mal zeigen, wie man sowas macht. Ich würde sagen, Toni, du bist jetzt dran mit René. Ja. Ich sage schon mal zu euch, danke erstmal fürs Zuhören von meiner Wenigkeit. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann 19 Uhr heute Abend wieder auf diesem Sender mit lustiger, fröhlicher Musik und ein bisschen Quatsch und Comedy, den man auf jeden Fall nicht ernst nehmen sollte. In diesem Sinne, danke fürs Zuschalten und lieber René, ich bitte dich jetzt dann mal zu übernehmen. Ja, danke für deine Zeit, Tom. Und René, dann komm doch gerne mal jetzt hier zu uns ans Mikrofon und dann werden wir uns mal im Detail die Charaktere anschauen und wie Tom eben schon angesprochen hat, werdet ihr auch sehen, dass das Ganze gar nicht so einfach ist und da auch eine ganze Menge dazugehört. Und genau deswegen wollen wir es euch jetzt auch mal zeigen. Grüß dich, René. Ja, hallo Toni. Ich begrüße erstmal alle, die im Chat unterwegs sind. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Thema Charakteren. Ich habe da was vorbereitet. Wir müssen mal kurz umschalten. Dann schalten wir mal um. Jetzt wechseln wir mal kurz die Seiten, Toni. Komm auf meine Seite, ich komme auf deine Seite. Nein, lieber Tom, das ist nicht wie bei der Muppets Show. So, jetzt wechsle ich mal schnell in den Editor. Ja, den Fernbus können wir auch zumachen. Ich glaube, den machen wir vorher zu. Dann funktioniert das alles besser. So, René, ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich sehe es ja auch immer im Office, was du da schon seit Monaten fabrizierst. Fabriziert, Dankeschön. Ja, bin ich sehr gespannt, was du uns heute zeigst. Das eine oder andere, was ich schon gesehen habe, ist auch wirklich schon sehr vielversprechend. Danke, danke. So. Jetzt starten wir das Ganze mal. Dauert einen kleinen Moment. Ja, wie gesagt, wir haben uns dafür entschieden, MetaHuman zu benutzen.
Einfach aus dem Grund, die MetaHuman haben den Vorteil, vorher war es ja immer so, wir hatten unsere Charaktere bestanden aus einem Mesh, also es war ein Objekt, das heißt, wenn wir unterschiedliche Charaktere haben wollten, mussten wir für jedes ein extra Objekt erstellen. Die MetaHuman basieren darauf, dass die modular sind, also das heißt, es gibt 5 Körperteile, der Kopf, der normale Körper, Oberteil, Hose und Schuhe. So, die können miteinander kombiniert werden. Das ist eigentlich das Interessante daran. Ich muss mal ein bisschen das Mikro runter machen. So, jetzt gucke ich mal, bewegen wir uns mal etwas zu den neuen Charakteren hin. Das Findekind schreibt schon, ui, schick. Also es scheint auch den anderen direkt zu gefallen. Gut, hier ist jetzt, das ist aber nur auf meinem Rechner, dass das Material fehlerhaft angezeigt wird. Ich weiß nicht, was mit meinem Rechner nicht in Ordnung ist, aber sollte so nicht sein. Wie man sieht, haben die auch Gesichtsmimiken. Ne? Also die gucken nicht einfach, die stehen nicht einfach nur da und gucken starr in die Gegend, sondern die haben Gesichtsmimiken, was das Ganze auch viel lebendiger wirken lässt. Ja, wie man schon sieht, verschiedene, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den Kollegen nehme, der hat jetzt ein braunes T-Shirt an, eine kurze Hose und ein paar Turnschuhe. Für den Winter oder was? Ja, genau. So, jetzt gucken wir mal, ob ich den ähnlichen Kollegen nochmal finde, wenn die Maus mitspielt. Das ist immer ein bisschen schwierig über Remote. Ja, danke. Danke, Microsoft. Und wie es der Zufall will, wird der wahrscheinlich hier nicht wieder auftauchen. Das heißt, ich gehe mal, versuche mich mal in die andere Ecke zu bewegen. Das Findekind hat geschrieben. Oh nee, jetzt hat er tatsächlich die ja gleichen Klamotten an. Aber wie gesagt, diese Charaktere können quasi miteinander, also die Kleidung kann kombiniert werden, Schuhe, Hose und Oberteil. Im Prinzip wird dann nur der Kopf und der Körper ausgetauscht. Also der bleibt immer für jeden Charakter dann, je nachdem, ob es kurzärmlich, langärmlich ist oder wird dann quasi angepasst. So, das wäre das eine. Also wie gesagt, die neuen hochauflösenden Charaktere, das macht er schon wieder hier. Das ist hier unglaublich. So. Wir machen mal weiter mit, wie sagt man so schön, Sprache, also Lippensynchronität. Da schalte ich mal kurz um. Wie man sieht, und das ist auch ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, dass die Charaktere beim Sprechen auch die Lippen bewegen. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Ich weiß nicht, ob man das draußen hören kann, aber hier hört man was, ja. Etwas leise. Der Daniel, der möchte ein Ticket haben. Ja, der Daniel möchte, man hört es, der Daniel ist es. Ja, das wäre zum Thema Lippensynchron. Das nächste Thema, was neu ist IK Food Race. Das heißt, ich kann das mal zeigen. Spielercharakter sieht natürlich jetzt auch anders aus. Ne? Logischerweise ist der Spielercharakter dann auch ein Meta-Human und nicht der alte Charakter, das alte Modell, was wir haben. So, jetzt laufe ich mal. Ich bleibe mal in der Einstellung, wenn ich jetzt die Schräge zum Beispiel hochlaufe. Das wäre jetzt die alte Variante. Man sieht die Füße, wie sie in der Luft hängen. Na? Ja. So, ich schalte jetzt mal um auf IK. Achtung. Was ist IK? Zack. Für die Leute, René? IK, das wird quasi über Raytrace, wird der Boden abgetastet und dementsprechend die Füße ausgerichtet. Okay. So. Und man sieht schon den Unterschied. Ne? So, jetzt laufen wir mal wieder runter. Ja, sieht man ganz klar den Unterschied. Man sieht ganz klar den Unterschied. Ich versuche das jetzt mal von der Seite. Was auch sehr interessant ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Bein, ich muss die richtige Position erwischen. Hier sieht man es sehr gut. Ne? Wenn ich jetzt mal umschalte, IK ausschalte, sieht es so aus. Das wäre die alte Variante. Und das ist die neue Variante. Können wir auch gerne nochmal bei der Treppe probieren. Alte Variante. Ja, muss schon auf der Treppe muss er schon bleiben. Und die neue Variante. Also man sieht, es ist schon ein enormer Unterschied. Und das macht das Ganze auch viel realistischer. Das nächste Thema, was ich noch hätte, wäre zum Beispiel, was wir hatten das, glaube ich, mal in unseren früheren Projekten drin gehabt, das haben wir schon lange rausgenommen, oder wir haben es nicht eingebaut. Ich sage dazu jetzt mal nichts, ich spiele es einfach ab. Wir machen mal Regen. So. Oh, da ging ja was hoch. Da ging was hoch, ja.
Was ich auch vergessen habe zu erwähnen, die Charaktere haben auch Accessoires, zum Beispiel Aktenkoffer, Aktentasche, Rucksäcke, Kaffeebecher, Telefon und so weiter. Das ist natürlich auch mit drin. Und man sieht auch, der steckt nicht einfach die Aktentasche weg und nimmt einen Schirm, sondern er nimmt eben die andere Hand, um den Schirm quasi zu benutzen. Ja, der Gambelex schreibt jetzt hier auch, oh krass, die sehen ja richtig gut aus. Das habe ich jetzt auch mehrmals gelesen im Chat. Den Leuten scheint das auch wirklich zu gefallen. Ja. Und ich meine, man sieht ja auch ganz klar den Unterschied. Auch Ja, rein optisch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und eine Sache hätte ich auch noch. Ich mache mal wieder ein bisschen schönes Wetter. Ne? Die Verfolgung des Spielers. Also quasi die Blickrichtung, dass der Charakter sich dem Spieler ausrichtet. Das sehen wir jetzt. Also wenn ich mich jetzt drehe. Dann guckt er dir hinterher. Jetzt muss natürlich die Maus wieder mitspielen. Es ist immer das Gleiche. So. Man sieht, er verfolgt den Spieler. Siehst du jetzt so komisch aus, René, oder woran liegt das? Ja, ich sehe so komisch aus. Hier im Chat habe ich auch noch gelesen, die Leute mögen den The Buzz Hoodie sehr. Das war ja die Idee vom Tom. Ich gehe nochmal hin. Wäre schön, wenn wir den nochmal zeigen könnten. Ja, zeige ich. Hier drüben. Wenn Sie mal schauen möchten. So. Da ist er. Ja, sehr cool. Da ist er. Der originale The Buzz Hoodie. Genau, ja. Ja, das wäre es erstmal zu dem Thema. Charakter Toni hat ja auch noch etwas vorbereitet, beziehungsweise der Jan hat etwas vorbereitet. Genau, was ich gleich mal zeigen will. Genau. Nur bevor wir dazu kommen, jetzt hier lese ich auch nochmal vom lieben Gambelex im Chat. René, Frage an dich. Ziehen die Chars mehr Performance? Ja, also das ist natürlich klar, dass die von der Leistung her etwas leistungshungriger sind. Wir sitzen aber noch an der Optimierung. Also das sollte natürlich dann auch dementsprechend funktionieren. Ne? Alles klar. Und die liebe MSK, die Flash, möchte den The Buzz Pullover, gehe ich mal davon aus, nochmal von hinten sehen. Mach ich, Moment. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht, die Frage vom Willi habe ich auch nochmal gelesen, hat er ja schon eingangs gestellt, vergessen. Er hat gefragt, kann man sich selber dann auch seinen eigenen Charakter verändern, beziehungsweise wie sieht es mit Modding dann aus? Genau. Hier ist nochmal der The Buzz Hoodie von hinten. Modding-Charaktere, ja, also auf jeden Fall ist es unser Ziel, dass die modbar werden sollen. Wir wissen natürlich nicht, ob wir das schaffen gleich, wenn die neuen Charaktere in der ersten Version drin sind, ob das dann gleich mit dabei ist. Da müssen wir erstmal gucken, wir brauchen erstmal einen geeigneten Workflow dafür. Was auf jeden Fall kommen wird, dass die Spieler sich im Hauptmenü ihren Charakter zusammenbasteln können. Weil das System bietet es ja quasi an. Ja, sehr, sehr cool. Lisa Modding fragt noch, gibt es auch lange Hosen oder nur kurze für den Winter? Nein. Das ist jetzt nur die Sommerkollektion. Es gibt hier verschiedene Kollektionen. Wann kommt die Winterkollektion raus? Oder gibt es auch eine Herbstkollektion? Oder wie läuft das? Ja, da vorne, der hat eine lange Hose an. Nein, das ist im Prinzip so, im Moment haben wir nur die Kleidung von Epic, an den anderen, also an der Winterkleidung sitzen wir ja noch, die müssen erst noch erstellt werden und Epic hat eben nur 2, 3 Sachen zur Auswahl. Und das ist eben das, was man jetzt sieht. Wie gesagt, die Winterkleidung wird noch erstellt und die wird auch kommen. Alles klar. Ja, lieber Blaulicht-Fan, wir sind auf jeden Fall dran. René hat es ja gerade angesprochen, dass wir auf jeden Fall das nach und nach natürlich verbessern werden. Ja. Und wie viele eigene kommen noch von euch für den Sommer? Fragt jetzt Lisa. Wie viel eigene Klamotten, denke ich mal. Da bin ich jetzt überfragt, das weiß der Jan, der sitzt da gerade dran, reimt sich sogar. Kann ich jetzt schlecht sagen. Ich habe mir jetzt nicht über die Schulter geguckt. Also auf jeden Fall wird da schon eine Auswahl da sein. Okay. Oh, und Lisa Modding nochmal sehr spezielle Frage. Gibt es auch verschiedene Handymodelle? Huawei, Apple oder? Da haben wir jetzt nicht dran gedacht. Nein, weil ich sage mal, du sitzt im Bus als Spieler und so oft wirst du die nicht sehen von draußen mit verschiedenen Telefonen. Also ich glaube, das ist dann ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Genau, denke ich auch. Auf jeden Fall. Es ging ja jetzt vor allem erstmal um die Charaktere an sich, um das Optische und auch um das Verhalten, wie es du uns gezeigt hast und dann natürlich auch um die ganzen Kleidungsstücke, was ja auch eine ganze Menge ist. Richtig. Wir haben sie angesprochen, nicht nur für den Sommer, nur ein T-Shirt, kurze Hose reicht natürlich nicht, wenn natürlich es dann nicht. in Berlin schneit. Wäre nicht praktisch. Ja. Genau. Das heißt, es wird da auf jeden Fall eine ganze Menge auf euch zukommen. Ja. Gut. Möchtest du weitermachen mit dem Video von Jan? Genau, dann würde ich euch gerne mal... Dann würde ich mal hier ausmachen und würde mal umschalten. Was hältst du von der Idee? Finde ich gut, machen wir mal. Ja, sag ich doch. So.
Jo, Toni und ich haben wieder die Seiten getauscht. Jo. Und du darfst loslegen, wenn du möchtest. Ja, Leute, so jetzt sehen wir nochmal aus Grafikersicht unsere Grafiker, wie sie die einzelnen Kleidungsstücke modellieren. Anhand jetzt hier von der Hose, wie wir es schon gesagt haben, der liebe Jan hat uns da mal ein Video vorbereitet und hat mir das Ganze mal erklärt. Und ja, würde ich sagen, das zeige ich euch jetzt mal vorab. Wir sind jetzt hier im Blender. Das ist einfach ein 3D-Programm, wo man einfach unter anderem modellieren kann, die Kleidungsstücke, die einzeln modellieren kann. Wie gesagt, jetzt ist hier eine Hose. Ich würde sagen, ich drücke hier einfach mal auf Play und erkläre nach und nach, was der liebe Jan da macht. Ich drücke auf Play und es funktioniert nicht. Das ist aber schön. Ich mache ein bisschen Musik rein. Ja, Musik hat mir jetzt auch ein bisschen gefehlt. So, lieber René, ich glaube, das war genug Musik. Jetzt haben wir es gefixt. Ja, du musst, das ist halt, ich weiß nicht, das ist der VLC-Player. Den mussten wir nochmal zumachen und wieder aufmachen. Unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Ja, das ist die Technik manchmal. Ja. So, jetzt fangen wir auch wirklich an. Ich starte mal einfach das Video. Und hier sehen wir am Anfang, wie der liebe Jan das Mesh der Hose an das Mesh des Charakters anpasst. Erstmal grob. Also mit Mesh der Hose meine ich einfach nur, wie man hier sieht, wie er die Hose hier anpasst. Hier an den Stellen kann ich auch mal kurz Pause drücken. Sieht man, dass es halt am Anfang noch nicht ganz genau passt. Die Hose geht hier über das Bein vom Charakter und ja, da passt er das Ganze jetzt einfach mal an. Die einzelnen Punkte, die nennt man hier Vertices und genau, da passt er einfach die einzelnen Vertices ans Mesh des Charakters an. Überall, wo es eben hier so durchklippt, sage ich mal. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen weiter vorspringen, hier passt er es die ganze Zeit an, wie man sieht. Hier sieht man noch die ganzen offenen Stellen, wo er es eben noch anpassen muss, dass da die Hose auch ordnungsgemäß einfach über dem Mesh des Charakters ist und liegt. So, und wenn wir jetzt hier mal weiter vorgehen, nachdem er die einzelnen Stellen, sage ich mal, behoben hat, dann weist er auch die Hose dem Skeleton zu. Sehen wir gleich. Er hat hier noch sehr, sehr lange das Ganze angepasst. So, jetzt ist es grob durch. Jetzt guckt er sich das nochmal grob an. Und wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter vorgehen, genau hier war ich ein bisschen zu weit. Jetzt, wie gesagt, weist er die Hose dem Skeleton zu. Und wenn wir dann noch weitergehen, hier sucht er es. Genau, wir können da jetzt nochmal weiter springen. So, jetzt an der Stelle sieht man schon, er bewegt das Bein, also das heißt, er post den Charakter, um einfach zu sehen, wie sich quasi vereinfacht gesagt die Hose verhält, und dann sieht er ganz genau, wo eben dann noch gewisse Fehler auftreten. Mit Fehler meint man hier einfach unsaubere Verformungen, und indem er das halt den Charakter post, also hin und her bewegt, sieht er halt, wo es noch ist, wo die Fehler noch sind, wo noch unsaubere Verformungen sind, und kann das Ganze dann eben nach und nach korrigieren. Jetzt hier sieht man, korrigiert Jan nochmal die Weights. Also man sieht, dass er manuell an den Stellen, wo eben noch unsaubere Verformungen sind, er die Weights korrigiert. Weights heißt einfach nur, wie ihr eben das farbig auch gesehen habt, dass man an den Stellen, ich drücke mal Pause jetzt, an den Stellen seht ihr hier einen Farbverlauf, und Weights, zu Deutsch Gewicht, bedeutet einfach nur, man kann ganz genau an der Stelle festlegen, wie stark sich eben die Hose an der gewissen Stelle bewegen soll, wenn sich eben der Charakter bewegt, und das Ganze geht von Rot am stärksten bis Blau. Deswegen sieht man hier auch leicht rötlich, dann gelb, grün, blau. Hier an der Stelle bei der Bewegung bewegt sich die Hose am meisten und hier dann am wenigsten, und das kannst du dann schön mit einem Übergang so anpassen, dass das Ganze dann auch in Bewegung realistisch aussieht.
So, also springen wir jetzt nochmal weiter vor. Das macht er jetzt eine ganze Weile. Das ist natürlich auch eine Riesenarbeit. Wir sprechen hier von einer Hose. Und ja, wie René, du schon angesprochen hattest, wir haben ja eine ganze Kollektion. Wir haben verschiedene Hosen, wir haben verschiedene kurze, lange Hosen. Und da machen das unsere Grafiker bei jeder einzelnen Hose so, dass es eben dann am Ende auch bestmöglich aussieht. Ja, das ist natürlich ein Stück Arbeit, ne? muss man dazu sagen. Genau, und das ist ja dann auch, ich meine das jetzt aus der Sicht des Grafikers, du machst es natürlich aus der Sicht des Programmierers, da ist nicht weniger Arbeit. Und Richtig. Genau, das ist der Grund, warum auch eben diese Dinge mehrere Monate dauern und eben leider, auch wenn wir uns natürlich auch selbst wünschen würden, nicht einfach in ein paar Tagen zu machen sind, zu erledigen sind. So. Und jetzt, wo der Jan das, sage ich mal, grob oder jetzt auch detaillierter fertig korrigiert hat, auch nochmal die Verformungen manuell angepasst hat, die Weights angepasst hat, postet er das Ganze, glaube ich, nochmal hier am Ende, genau bevor wir dazu kommen, hier am Hosenbund zum Beispiel. Da an der Stelle möchte ich gerne erklären, was wir zum Beispiel mit Verformung meinen. Man kann es jetzt hier, denke ich, ein bisschen sehen. Wenn ich das jetzt hier nochmal ablaufen lasse, hier links am Hosenbund, man sieht, das ist eine Verformung, das ist eine sehr starke Verformung, wie man sieht, da geht der Bund geht ja hier in die Hose rein und das sind einfach so Dinge, die man natürlich dann auch nochmal fixen muss, die er hier dann jetzt erstmal manuell fixt. Genau, dann gehen wir nochmal weiter voran. Und wenn er das dann alles nochmal manuell gefixt hat, guckt er sich das hier jetzt nochmal an. Wie verhält sich das Ganze? Postet es nochmal, um mögliche Verformungen, unsaubere Verformungen zu erkennen. So, und wenn das dann passt, dann exportieren wir das Ganze dann in die Engine, in die Unreal Engine. Das macht er hier, wie man sieht. Das hat er euch auch nochmal gezeigt. So, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen schneller vorspulen. Hier sieht man dann auch die einzelnen Skeletons. Hier gibt er jetzt MetaHuman ein in der Engine und dann weist er eben, also exportiert er das Mesh in die Unreal Engine und weist es den richtigen Skeletons zu. Genau, hier sieht man es, jetzt ist er im Editor verfügbar, die Hose. Und was man jetzt nochmal sieht, jetzt kann man hier so Testanimationen simulieren, wo er dann nochmal schauen kann, okay, hier sieht man das ganz genau, wie sich das Ganze eben verhält jetzt in der Unreal Engine und ob sich das Ganze dann auch wirklich so bewegt oder ob man dann nochmal Fehler erkennt. Genau. Dann sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich denke, das war schon mal ein relativ detaillierter Einblick. Was sagst du, René? Ja, auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht überfordert mit den Blender-Geschichten, aber vielleicht ist ja der eine oder andere bei euch unter euch, die Blender beherrschen. Ja? Das wäre natürlich interessant. Ja. Ich meine, es geht ja jetzt auch ganz einfach darum, dass wir euch einfach mal einen tieferen Einblick zeigen können. Logischerweise müsst und könnt ihr da auch jetzt nicht alles verstehen. Ich meine, deswegen machen uns das, machst du das, René, und auch der Jan und alle anderen ja auch tagtäglich. Aber es ist ja auch vielleicht für die Leute interessant, die vielleicht modden wollen. Zum Thema Modding nochmal, Genau. Charaktere. Es gibt natürlich dann auch einen einfacheren Weg, sage ich mal, wenn ihr jetzt keine neue Kleidung modden wollt. Wir haben ja dann einen gewissen Pool an Kleidung, dass ihr einfach nur das Gesicht auswechseln möchtet. So, dann, das werden wir natürlich dann noch zu gegebener Zeit werden wir das dann noch erklären, wie das funktioniert. Über MetaHuman Creator von Epic, diesen Charakter dann in die Unreal Engine zu importieren und dann einfach nur das Gesicht verwenden. Das ist, denke ich mal, erstmal für den Anfang vielleicht die einfachste Lösung für solche User, die jetzt mit Blender nicht so, sag ich mal, unterwegs sind. Ja? Gäbe es auch diese Möglichkeit. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend, René. Ja. Habt ihr noch Fragen, die wir euch beantworten möchten? Also ich habe jetzt gerade gelesen, ETC-Bär ist ja super Sport in Blender. Ja, es sah sehr sportlich aus, ne? Was der Jan da gemacht hat. Und das Findekind hat irgendeinen gelben Fleck gesehen. Naja, auch schön. Das war wahrscheinlich Zufall. Ja, Leute, habt ihr noch Fragen? Gerne Fragen stellen. Deswegen haben wir das Ganze jetzt auch
so umstrukturiert, dass wir eben auch immer alle 14 Tage hier live sind, um auch generelle Fragen einfach direkt an euch beantworten zu können, dass ihr hier ganz einfach auch die Möglichkeit habt, ja, eure Fragen zu stellen, was euch eben am meisten interessiert, alles rund um unsere Games. Die Sieper schreibt nicht zum Charakter. Ja, wozu denn dann, bitteschön? sondern? Ach, die Kathi hat gefragt. Ich glaube, das sollte eine Frage sein, sondern? Ach so, ja. Ach, die Katie ist auch am Start. Gucke mal an. Wann kann man rechnen mit der KI bis Ende des Jahres? Da bin ich jetzt überfragt, weil ich mache ja die Charaktere, ich mache jetzt nicht KI. Da kann ich jetzt dazu erstmal nichts sagen. Also, ja, also trotzdem grundsätzlich wisst ihr auch, bekommt ihr alles rechtzeitig mit. Also alles Relevante, kündigen wir natürlich auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen, vor allem auch auf Discord, das seht ihr ja immer wieder rechtzeitig an. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall keine Angst haben, dass wir da irgendwas verpasst. Solange ihr uns da auf den sozialen Medien und eben vor allem auf Discord folgt, ja, solltet ihr nichts verpassen. Denn da kündigen wir, wie gesagt, alles an. Ja. Ja, danke, Chefin, Sie beobachtet uns. Lisa Modding schreibt, die KI-Menschen. Ja, da ist natürlich noch ein bisschen Arbeit vonnöten, da gebe ich dir recht. Wie gesagt, bei uns ist das aber alles etwas aufgeteilt. Also ich mache jetzt nicht die KI, ich mache die Charaktere an sich. Aber die KI, da muss natürlich auch noch ein bisschen, sag ich mal, müssen noch Anpassungen vorgenommen werden, keine Frage. Das Findekind schreibt, fragt hier noch, gibt es dann zum Beispiel für die Kleidung irgendwann eine Textur zum Basteln von neuen Designs für die Kleidung? Also sowas wie die Repaint-Vorlagen für die Busse. Im Prinzip ist jetzt so, das hat man jetzt nicht vielleicht genau gesehen. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Shirt nehmen, also ein Hemd beispielsweise, haben jetzt beim Hemd, weiß ich nicht, was bei dem einen Hemd, bei dem männlichen Hemd haben wir 10 verschiedene Materialien. Und die können dann eingestellt werden. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Hemd ganz normal mit einer Farbe, dann hast du ein Hemd mit einem Muster. Und die Materialien könnt ihr quasi auch selbst erstellen. Da kommen dann auch bestimmte Texturen rein, die ihr dann verwenden könnt oder selbst erstellen könnt. Das ist natürlich auch möglich. Genau, der ATC Beer fragt nochmal, ATC Bear, sag doch einfach ATC Bear. Ja, okay, ATC Bear, ja, alles klar. Wir haben ja den Multiplayer im Alpha. Wann können wir mit KI-Bussen rechnen? Zu KI-Bussen hat ja der René oder ich eben schon was gesagt. Ihr werdet das auf jeden Fall dann rechtzeitig erfahren. Ja. Hier auch die erste Nachricht vom Mr. PS12. Hallöchen erstmal. Grüße gehen raus. Er fragt, wie sieht es mit dem Solaris Urbino Elektrikbus aus? Ja, René. Tja, da fragt ihr jetzt genau den Falschen, weil wie gesagt, wir haben ja verschiedene Abteilungen bei uns und ich bin da jetzt quasi der falsche Ansprechpartner, aber ich kann die Frage gerne mitnehmen fürs nächste Mal. Also ich weiß darüber Bescheid, ich sag mal so, ich will jetzt auf jeden Fall noch nicht... Ach, du weißt es schon, ja, du weißt ja mehr wie ich. Ja, genau, jetzt ausnahmsweise mal schon. Zum Solaris will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, was ich sagen kann, dass da zeitnah auf jeden Fall News kommen werden. Und dann werdet ihr da auch schlauer sein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Blaulicht-Fan meint, damit meinst du, wann die Charaktere ins Spiel kommen sollen? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Lisa, falls du das meinst mit der KI, die Charaktere funktionieren schon soweit in der Bass, also bei uns hausintern. Es ist natürlich jetzt noch nicht so weit, dass wir sie quasi veröffentlichen können. Also da sind noch einige Stellschrauben zu bedienen. Ja, hier wieder eine erste Nachricht vom Wobim99. Grüße Hallöchen. Auch raus an dich. Er fragt, werden diese neuen NPCs dann als Update oder DLC veröffentlicht? Nein, auf jeden Fall kein DLC. Die werden, also die bestehenden Charaktere werden dann natürlich ausgetauscht. Ja, also das ist jetzt kein extra DLC, was ihr da runterladen müsst. Ja, soweit sehe ich jetzt keine weiteren Fragen, René. Haben wir irgendwas noch übersehen? Ich wüsste jetzt nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, Toni. Ja, gerne. Also gerne. Hier schreibt nochmal Mr. PS12, danke für die Infos. Gerne, gerne. Stellt eure Fragen gerne, gerne. Dafür sind wir da. Wir freuen uns immer, wenn wir eure Fragen beantworten können. Und dann, denke ich trotzdem, bis hierhin habt ihr dann wirklich einen guten Einblick, auch jetzt mal, was die Charaktere angeht, bekommen. Tieferen Einblick einmal aus der Programmierersicht, was uns der liebe René gezeigt hat. Und dann eben nochmal aus der Sicht des Grafikers, wo uns der Jan da ein schönes Video vorbereitet hatte, was ich euch da auch ausführlich erklärt hatte, wo ihr es einfach mal wirklich genauer gesehen habt, wie das Ganze funktioniert und was alles dazugehört, vor allem bis dann eben mal solche überarbeiteten Charaktere dann auch im Spiel landen. Ja.
und was das eigentlich ja für eine Riesenarbeit auch ist. Blaulicht-Fan hat nochmal gefragt, werden die eigentlich ersetzt oder zusätzlich dabei sein wie die alten Fahrzeuge? Das kann ich noch nicht genau sagen. Technisch möglich ist das schon. Die Frage ist nur, ob wir das so machen wollen. Das werden wir dann noch sehen. Also im Moment ist es so, für uns hausintern, wir können jederzeit umschalten. Müssen wir dann sehen, wie gesagt. Findelkind hat, glaube ich, noch eine Frage. Genau, er fragt, Frage, die wahrscheinlich auch zu uns nicht passen wird, aber er fragt, wird es in Zukunft möglich sein, dass die Custom Maps wie Rhein-Nickendorf oder die neue aus Mitte mit der Default Map zu verbinden? Das ist eine gute Frage. Ja, das Findekind, das können wir jetzt tatsächlich wirklich nicht beantworten. Schreibt ihr am besten im Discord rein, weil dann gibt es natürlich auch den Max, den Matthias etc., die Leute bei uns, die genau dir diese Frage beantworten können und dass die da einfach nicht untergeht. Stell sie da gerne oder nimm sie einfach ins nächste SimDev Live dann in 14 Tagen mit, wenn dann eben gegebenenfalls dann noch, Lisa Modding hat noch eine Frage, wann kommen neue Mod-Editor-Videos auf YouTube? Das kannst du wahrscheinlich eher beantworten. Genau, also es gab ja jetzt in der Vergangenheit immer Mod-Editor-Tutorials. Aktuell, weil wir das ja jetzt auch hier umstrukturiert haben mit den Art Dev Diaries, wollen wir, beziehungsweise sind wir daran zu planen, mal auch eine Live-Modding-Editor-Tutorial oder ein Live-Modding-Editor-Tutorial-Stream zu starten, der dann natürlich auch auf YouTube hochgeladen wird. Dann natürlich wieder mit dem Experten, dem lieben Timo, der da natürlich auch immer gern sich Zeit für euch rausnimmt und dann mit mir zusammen sich das Ganze mal genauer im Modding-Editor anschaut. Und das heißt mit anderen Worten einfach gesagt, bald wird wieder auch was Neues zum Modding-Editor kommen. Ja, damit wäre das eigentlich gesagt. Genau. Zu diesem Thema. Habt ihr noch Fragen? Frage ich jetzt einfach mal so die Runde. Hier wird noch fleißig im Chat geschrieben. Ja. Wird sich wieder bedankt, gerne. Kein Problem. Cooler Dafür Emoji. sind wir hier. Cooler Emoji, der er da hat. Ja, Cola Industries. Hallöchen. Herzlich willkommen. Muss ich mal lesen? Er fragt, hey, ich vermute, die Frage würde beantworten, gibt es einen Zeitpunkt, wann man Bus modden kann? Ich bin jetzt erst dazu gekommen. Ja, das ist auch wieder eine Frage, die ich nicht oder wir zwei nicht beantworten können. Das wird aber vielleicht ein Thema für eine der nächsten, sag ich mal, Live-Sendungen sein, oder was sagst du? Auf jeden Fall. Also ich stelle mir da den lieben Matthias vor, der natürlich sich auch schon in der Vergangenheit bereit erklärt hatte, für verschiedenste Dev-Diaries beizustehen, da die Fragen zu beantworten. Und Matthias ist natürlich dann auch immer jemand, der genau solche Fragen beantworten kann, der darüber einfach Bescheid weiß. Ja. Von daher, Cola Industry, tut uns leid, dass wir es jetzt nicht beantworten können, aber die Frage wird natürlich dann spätestens in den kommenden SimDev Lives beantwortet werden. Oder wie gesagt, ich kann nur noch immer wieder darauf hinweisen, ihr könnt uns auch über sämtliche Social-Media-Kanäle, vor allem auch Discord, erreichen. Aber das muss ich euch auch jetzt hier nicht erzählen. Die meisten benutzen das natürlich schon täglich und bekommen da ihre Antworten. Ja, Lisa Modding schreibt nochmal, hallo, ich bin Matthias. Ja, ich weiß nicht, Toni, das kennst du wahrscheinlich nicht. Doch, das hast du gesehen. Da haben sie mir gezeigt. War vor meiner Zeit, aber... Das Ding ist ein Running Gag. Ja, ist ein Running Gag. Vielleicht wird er das auch dann so, sag ich mal, du könntest ja dann ihm dann die Frage stellen, oder? Hallo Matthias, wer bist du? Und er sagt dann, antwortet dann darauf, hallo, ich bin Matthias. Ja, das könnte ich mir überlegen, weiß ich aber nicht, weil ich will es mir auch nicht mit Matthias verscherzen. Ach, das kann auch schon ab, glaube ich. Ja, ich sehe jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Toni, hast du vielleicht noch irgendwas zu sagen? Wolltest du noch irgendwas ansprechen? Nee, ich denke, wir haben alles gesagt. Nur wichtig, kann ich nur immer wieder erwähnen, in 14 Tagen, also in 2 Wochen, am Freitag wieder, wahrscheinlich ab 15 Uhr, die Zeit passt ja jetzt hier auch den meisten, werden wir dann wieder mit der nächsten SimDev Live-Folge starten, wo ihr auch wieder, also ihr habt quasi alle 14 Tage hier auf Twitch die Möglichkeit, eure individuellen Fragen an uns direkt zu stellen, die wir dann eben live beantworten. Wir haben gemerkt jetzt, okay, wir können euch auch nicht immer zu allen Themen die Fragen beantworten, aber ist gar kein Problem, denn langfristig wird es auch immer so sein, wie ihr es jetzt schon gemerkt habt. Letzte Woche war der Tom da, diese Woche ist noch der René zu uns gestoßen. Das heißt, wir werden die Devs auch immer wechseln, passend zu den Themen, die wir euch dann eben in der einzelnen SimDev Live-Folge vorstellen wollen. Genau. Und das ist einfach eine super Möglichkeit, denke ich, weswegen wir es auch genauso gemacht haben, dass ihr eben da auch immer eine gute Kommunikation von unserer Seite aus habt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Ja, würde ich auch sagen.
Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Fragen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr Fragen stellt, die wir beantworten können. Ja, nicht vergessen, heute Abend ab 19 Uhr gibt es wieder Tatütata, die Bekloppten sind da mit Tom und meiner Wenigkeit. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Ich bedanke mich bei Toni. Sehr, sehr gerne, immer wieder. Und würde sagen, wir sagen Winke, Winke. Genau, ja? so machen wir es. Ciao, gut. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.